Heute versuche ich mal wirklich ein kurzes Video zu machen. Es geht allerdings um ein sehr wichtiges Thema, ein sehr spannendes Thema. Aber ich versuche mal nur ein paar Impulse zu geben. Und zwar geht es um das Thema Geld. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich nicht dafür geschaffen bin, Geld zu sammeln, zu sparen, zu horten, zu wirken, indem ich denke, ich muss profitieren, so etwas, sondern da gibt es eine große Differenz zwischen dem, was üblich ist, wie wir leben in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Welt und dem, wie ich eigentlich leben möchte. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass in den allermeisten Fällen ein schöner emotionaler Impuls, den ich habe, eine schöne Fantasie, ein schönes geistiges Gebilde, das in die Zukunft gerichtet ist, das ich umsetzen möchte, realisieren möchte, lebendig machen möchte, dadurch sabotiert wird, dass ich kein Geld habe, um es umzusetzen, weil ich Geld dafür brauche in unserer Gesellschaft. Oder es geschieht etwas, irgendein Unglück oder etwas, das ich plötzlich absolut in den Abgrund, finanziellen Abgrund falle und ich kann nichts umsetzen. Und das möchte ich jetzt heute einfach auch mal sagen. Das ist wichtig, dass wir mal darüber nachdenken. Die Frage ist es eigentlich überhaupt ein gesunder, geistiger und auch charakterlicher Zustand, ein gesunder Zustand des Bewusstseins, wenn ich etwas mache unter der Prämisse, dass ich profitieren will, finanziell. Ist das eigentlich gesund? Dass ich etwas suche, dass es in mir tickert, ich möchte verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich Geld verdienen? Ich mache das, ich mache dies, ich mache das, ich baue das oder ich verkaufe dies, ich handle mit dem, ich handle mit diesem oder jenem. Ist das gesund für einen Menschen? Ist das wirklich gesund? Ist das etwas, was uns ausmacht, unseren Charakter ausmacht, unsere Fähigkeiten ausmacht? Wir sind, wie es so heißt, göttliche Geschöpfe, Ebenbilder Gottes. Wir haben Schöpferkraft. Wir können etwas erschaffen, gestalten mit unseren Händen. Wenn wir das, aber es ist ein großer Unterschied, ob wir das machen mit Liebe heraus, aus einem schönen Impuls heraus, einer schönen Idee heraus, oder dass man agiert, handelt, weil man in einer Gemeinschaft lebt. Das Erleben von Gemeinschaft ist sozusagen das Echo. Man ist ein Teil dieser Gemeinschaft und das ist es der eigentliche, wenn man jetzt von Verdienst redet, der Verdienst. Das, man ist einem erlaubt, Gemeinschaft zu fühlen. Das ist aber etwas völlig anderes als das, was wir leben in unserer sogenannten, in Anführungsstrichen, normalen Gesellschaft, die aber alles andere als gesund ist. Die Art und Weise, wie wir leben, da muss man einfach mal fragen, was geschieht eigentlich, wenn das Tote das Lebendige regiert. Geld ist eine tote Materie oder auch eine tote Illusion eigentlich. Eigentlich ist es tot. Es ist etwas von uns erschaffen in die Welt des Lebens. Die Natur ist Leben, Lebendigkeit.
Wenn wir jetzt die Natur als Welt bezeichnen, wenn ich jetzt sage die Welt, dann meine ich damit die Natur, die natürliche Welt, ist lebendig. Was geschieht wohl, wenn etwas Totes über das Lebendige dominiert, herrscht, Gewalt und Macht hat? Darüber sollte mal jeder nachdenken. Ja, es ist dringend, darüber nachzudenken. Was geschieht, das können wir brauchen nur mal Fernseher anmachen oder Radio anmachen, die Zeitung zu gucken. Wir brauchen nur die Nachrichten zu hören, die wir ja jede halbe Stunde oder jede Stunde bekommen durch irgendwelche Medien. Was geschieht eigentlich in der Welt? Und was geschieht, wird dem Lebendigen angetan. Was wird dem wirklich Lebendigen angetan? Das wirklich Lebendige ist nicht nur Materie, die sich bewegt. Das wirklich Lebendige, das ist auch Geist, das ist Seele, das ist Charakter, das ist Traum, Träumerei. Die Kraft, etwas entstehen zu lassen in seinen Gedanken, in seinen Träumen, in der Vorstellungskraft, etwas zu erschaffen und aus diese Energie zu nehmen und es dann umzusetzen in etwas Gegenständliches. Das ist auch ein Prozess von Lebendigkeit. Und das ist etwas anderes als das, was wir machen. Bei uns ist es so, Geld ist heilig gesprochen. Und es gibt ja diesen Spruch, Geld regiert die Welt. Das bedeutet nichts anderes als das Tote regiert über das Lebendige. Ich schätze es an der Zeit, dass wir daran etwas ändern. Ja, Shalom. Ja, das ist wichtig. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Gedanke, profitieren zu müssen, ist krank. Die Vorstellung von Profit ist krank. Sie basiert aus einem kranken Charakter, aus einer kranken Seele. Es ist ein übler Motor, ein übler Anlass von Inspiration, ein übler Ausgang für Inspiration. Das sollten wir dringend ändern. Und wir sollten nicht unsere Kinder und Enkelkinder zerbrechen, indem wir ihnen auch dieses Gefängnis von Profitdenken und Gelddenken aufzwängen und sie in Schubladen hineinstecken, was sie zu tun haben, welchen Beruf sie zu ergreifen haben und was sie tun und lassen dürfen oder was nicht. Auch das ist völlig verkehrt, weil sie aus einem höheren Bewusstsein kommen. Das ist so. Die Kinder sind unsere Lehrer. Die Enkelkinder auch. Sie haben ein höheres Niveau, ein höheres Bewusstsein, einen viel höheren Geist, eine viel gesündere Basis zu denken. So, Shalom. Jetzt mache ich Schluss. Das ist jetzt ein kurzes Video. Heute ist wieder Sonntag. Heute ist, glaube ich, der 11. oder 12. März. Ich merke mir diese Daten nicht so. Ich bin auch zum Beispiel kein Typ von Zahlen und all diesen Ordnungsgebilden. Ja, so. Also macht's gut. Alles Gute. Shalom.